Hey Leute, jetzt kommen wir gerade zu Part 4 direkt, ohne groß drum zu reden. Wir haben jetzt hier den Fake Drop und hier den Bass. Da können wir ganz kurz noch reinhören. Das Einzige, was jetzt fehlt, ist der Fill. Und um das geht es jetzt in diesem Tutorial. Genau, so. Jetzt, was wir hier machen, wir haben hier noch diesen Reverb, der hier noch ausklingt. Wir machen den jetzt mal kurz ein bisschen lauter noch. So. Und dann können wir nämlich den auch noch aufnehmen. Und den können wir dann noch rückwärts laufen lassen. Dass wir hier schön in den Drop kommen. Der wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu leise sein. Und dann könnten wir hier mit der Clip und Transposition, können wir den noch hochpitchen. Dann aber von 0 anfangen unbedingt, dass er schön hier genau gleich klingt, wie dort, wo er nachher hier aufhört. Und jetzt machen wir den Mix hier wieder weg. Das brauchen wir nicht. So, und jetzt hören wir das uns mal nur zu zweit hier an. Jetzt haben wir genau diesen Ton eigentlich. Das mit Transposition könnte man auch wegmachen. Dann klingt so. Ich mache das aber nachher wieder rückgängig. Könnte man auch machen. Ist vielleicht sogar fast besser. Ich lasse es jetzt erstmal so. Und jetzt geht es darum, einen Fill zu machen. Und da gibt es halt wieder jegliche Variation. Ich mache jetzt einfach mal Drumspuren, sage ich jetzt mal auf minus 15 und kopiere die mal zweimal so. Dann haben wir hier Platz, einen Fill zu basteln. Und zwar, was ich sehr gerne mache, ist dann halt hier eine Drumspur ohne tiefe Frequenzen, dass wir eigentlich die Drums layern können. Also sage ich jetzt mal 300, das ist dann nur für Snares. Und jetzt suchen wir hier irgendwelche Toms heraus. So. Das sind eigentlich gar nicht so schlechte. Nehmen wir einen hohen zuerst. Ja, so passt eigentlich gerade. Das wäre hier der mittlere dann. Dann machen wir so eine Brücke, so ein Dün, 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 so dass es so runter geht. Beim Offbeat. Ne, das wäre falsch. Das wäre hier, dieser hier, genau. Und dann beim Offbeat. Genau, das hätten wir irgendwie so. Und dann können wir halt hier Snares drüber layern. Ich mache, glaube diese Toms ein bisschen leiser, weil die müssen nicht so präsent sein. Es klingt jetzt auch nicht so nach einem stabilen Fill, sondern das machen dann eigentlich die Snares aus. Ja, das sind eher irgendwelche Effekte anstatt irgendwelche Snares. Das werden jetzt nicht gerade die wir brauchen. Dann machen wir die hier irgendwo dazwischen. Es ist halt interessant für einen Fill, wenn ihr dann hier unten die Toms habt und dann dazwischen aber noch die Snares layert. Also so. Das wäre jetzt gerade ein bisschen zu viel. Das machen wir hier dreimal. Bisschen leiser hier, bisschen Movement reingeben. Sagen wir minus 4. Und was ich hier am Schluss dann gerne mache, ist so eine heftige Reverb-Snare zu nehmen. Cymatics hat viele von denen.
Das wäre entweder so eine, oder da gibt es dann auch diese Reverb Snares. Solche hier. Und dann können wir die hier reinmachen und machen dann rückwärts hier unten den auch noch so rein. Hier schneiden. So. Genau, das wäre schon eine Variante. Und jetzt löschen wir das alles nochmal und versuchen nochmal was anderes zu versuchen. So, dafür nehme ich jetzt eine Huge Snare. Ich muss jetzt auch sagen, dieser Fill vorhin ist jetzt auch nicht gerade so ultimativ krass rausgekommen. Und jetzt versuche ich einfach mal das nur mit Snares zu machen. Es ist einfach irgendwelche Varianten, die ich euch zeige. Ich bastel da selber dann meistens irgendwie 15 Minuten daran, bis es nachher wirklich gut klingt. Aber es geht ja jetzt nur darum, dass ihr versteht, wie ich da vorgehe. Und diese Huge Snares sind oftmals schon ziemlich gut, so dass es nachher so richtig schön in Drop reinfließt. Und die zwei vorhin mache ich jetzt ein bisschen leiser. Dann haben wir schon das hier. Der ist auch noch zu laut. Immer noch. Genau. Machen wir mal so. Das wäre eine andere Variante und das ist halt wirklich sehr einfach gemacht, weil diese Huge Snares oder Big Snares heißen sie auch, die sind einfach schon so perfekt, dass wir eigentlich schon einfach mit denen ganz einfach einen Film machen könnten. Und was ich dann halt auch gerne mache, was ich aber eher selten mache, weil ich die Fills selber machen will, ist halt einen fertigen Fill schon so ein bisschen zu verändern. Hier nur zum Beispiel dieser Effekt. Und dann nehme ich hier die einzelnen Töne raus. Der ist jetzt nicht so der Hit. Den Schluss hier. Und dann nehmen wir noch eine rückwärts. Weil hier ist es sonst ein bisschen leer. Genau. Das wäre eigentlich schon alles. Und jetzt haben wir das Thema Fill besprochen. Das ist jetzt einfach, das gibt halt 100 Variationen. Ich meine, ich kenne wirklich viele Leute, die sehr auch bekannter schon sind und immer noch eigentlich nur diese Fills benutzen, die schon fertig sind. Eben von Kashmir gibt es da auch viele, wenn ihr das irgendwie kaufen wollt. Ähm, oder Vengeance könnt ihr mal eingeben auf Google. Und das ist wirklich nicht so schlimm, wenn ihr jetzt diese Fills nicht selber macht, weil das machen viele berühmte Leute sogar. Und da kommt man ziemlich schnell ans Ziel. Aber es ist natürlich hilfreich, wenn du das Zeug selber basteln kannst, weil du dann so wirklich deine eigenen Fills hast und es klingt dann auch wirklich oftmals anders. Und ab und zu sogar auch besser. Es passt dann besser in deinen Mix rein. Gut, dann geht's nach diesem Tutorial geht's darum, diese Bassline zu verfeinern und Variationen, was wir in der Bassline machen können, auch mit einer Saw Bass, was ich halt fast jedes Mal benutze, und irgendeinen Low Bass oder irgendwelche Bass Shots. Und ja, dann sehen wir uns dann gleich beim nächsten Tutorial. Peace out.